Alles klar, willkommen zurück. Wir haben unser System jetzt, um Schaden zu verteilen und entsprechend auch einfach weiterzuleiten. Allerdings fehlt uns da noch die andere Seite, und zwar, wie wir das Ganze auch verwenden. So etwas in der Richtung wie irgendein Stamina-System, ne, mit Ausdauer oder etwas wie Hitpoints oder so eine Mana-Anzeige. Und zwar Statistiken, die sich dann ändern und sowohl den Spielercharakter als auch die Gegner-NPCs betreffen. Wir wollen uns da genauso einem Structure bedienen. Das heißt, wir wollen nicht einfach ganz viele Variablen haben, die einfach einen bestimmten Zustand speichern. Und die werden dann irgendwann sehr viele. Wir gehen den Weg über so ein Structure, um entsprechend die Informationen in so einem Structure zu halten. Mit so einem Structure, ähnlich wie bei unseren Equipped Items, da lässt sich halt das Ganze etwas leichter managen und ist an einem zentralen Punkt. Hierzu gehen wir einmal in den Content Browser und dort in unseren Player-Ordner und erstellen uns entsprechend einen Structure. Rechtsklick Blueprints Structure. S-Playerstats nenne ich das hier. Hier wollen wir unser Playerstats Structure auch mal erstellen. Die meisten Variablen, die wir haben werden, sind sowieso Float. Erstmal haben wir so eine Health, also für Hitpoints, sowas wie Lebenspunkte. Current Health und Max Health, also für die aktuellen Lebenspunkte und die maximalen. Current Stamina und Max Stamina für die Ausdauer. Current Mana und Max Mana für diese Mana-Geschichte. Armor Value für Rüstung, wie viel Rüstung da hat. Und Souls Power, wenn man so Seelenenergie sammelt, wie viel Power dahinter ist. Ist halt ähnlich wie so ein Souls-Game. Souls Power wird bei uns eine Ganzzahl sein. Das heißt, wir können hier ein Integer auswählen. Und die anderen müssten flow-technisch in Ordnung sein. Speichere das Ganze. Das Ganze können wir hier dann schließen. Und in unserem BP Hero Charakter, da können wir dann hingehen bei Variablen, eine neue hinzufügen. Die heißt einfach Player Stats und ist dann vom Typ, den können wir hier auswählen, unser Structure as Player Stats. Kompiliere und speichere das Ganze. Das Ganze darf auch servertechnisch laufen. Bei Replication machen wir dies noch replicated. Dann können wir noch hingehen und unsere Equipped-Geschichten einmal in so eine Kategorie stecken. Equipped Weapon. Da können wir einfach Kategorie statt Default. Nehmen wir dann einfach eine neue. Kategorie Inventory. Das Inventar. Das gleiche mit Equipped Items. Dann können wir das Inventory auswählen. Und das Equipped Shield. Auch Kategorie Inventory. Und der Equipped Helmet ist dann auch Inventory. Die Player Stats können wir erstmal im Default lassen. Ich packe das einfach nur hier nach oben. Jetzt können wir hingehen und unsere Player Stats einmal editieren. Wir wollen ja Default-Werte haben. Erstmal hier aufmachen bei Default Value. Die anderen einmal zu. Und zwar können wir bei Current Health ja sowas wie 300 machen. Bei Max Health auch 300. Ihr könnt da natürlich eintragen, was ihr so denkt, was sinnvoll ist. Ich trage da jetzt einfach etwas ein. Gut, Mana, was kann man dann 900 machen? Und Stamina kann man erstmal 100 machen. Also als Beispiel. Armor, Value und Souls Power, das kann sich ja mit der Zeit ändern. Je nachdem, was für Sachen equipped sind. Das kann man erstmal so belassen. Unsere Player Stats sind ja replicated. Das heißt, die laufen auf dem Server. Ja, in der Geschichte bei Event Any Damage ist eine Serversache. Und weil die replicated sind, können wir die auf serverseitig auch ändern. Einfach hier rausziehen, sobald der Damage dann verteilt wird. Get Player Stats. Hierzu können wir unseren Print-String einmal löschen. Den hatten wir ja schon gehabt, ne? Dass der funktioniert. Und was wir hier machen wollen, wir wollen unseren Player Stats holen. Die können wir dann aufbrechen, weil das eine Struct ist. Break as Player Stats. Hier können wir als Beispiel unser Current Health nehmen. Das ist die aktuelle Lebenspunkteanzahl. Die ziehen wir einfach raus und drücken Minus. Können wir eine mathematische Funktion holen. Sowas wie Subtract hier. Und holen uns unser Damage von dem Event. Das waren ja 19 Schaden. Wenn ein Spieler mal Schaden macht mit dem Sword, so wird in dieser Operation entsprechend aus unserem Struct
der Player Stats die aktuelle Hitpoints genommen und die werden dann subtrahiert mit dem, was hier ankommt, mit Damage. Dann wollen wir das Struct auch noch aktualisieren. Das geht über Set Members. Da holen wir unser Player Stats, das Struct ist. Hier gibt es ein Set Members in as Player Stats. Das holen wir uns einmal. Können da unser Current Health einmal auswählen. Hier an der Stelle dieses Current Health wird dann geändert über Set Member in as Player Stats. Das, was bei der Subtraktion herauskommt, also diese 300, die wir hatten, minus 19, das kommt dann hier entsprechend raus und setzt dann das Current Health zu diesem Wert. Das Ganze dann im Struct aktualisiert. Das Ganze aktualisiert dann die Hitpoints von so einem Spielercharakter. Compile und Save. Das Ganze können wir uns nochmal anschauen. Heißt über so ein Print-String, wenn das hier rauskommt, wie das Ganze sich auswirkt. Das Struct können wir hier nochmal aufbrechen. Break as Player Stats und uns unser Current Health dann hier einfach als String ausgeben. Das Ganze können wir einmal testen. Kompiliere und speichere das und lasse das mal laufen. Da brauche ich natürlich auch so einen Charakter hier. Da hole ich mir einfach den BB Hero Char zum Testen. In das Testlevel. Wenn ich jetzt nun hingehe und so ein Schwert aufhebe und ein Spielercharakter dann Schaden bekommt, dann sieht man 281, 262, 243 und so weiter. Damit aktualisieren sich entsprechend die Stats vom Spieler und wir sehen das als Ausgabe hier als Debug Only. Jetzt wissen wir, dass das Ganze hier funktioniert. Dann können wir den Print einmal wegmachen und holen uns dann unseren Get Player Controller, den wir schon vorbereitet haben, um das Ganze einmal zu aktualisieren. Jetzt wollen wir einen Boolean mit B gedrückt halten, so ein Break. Und dieser Branch, den wollen wir natürlich testen. Vorher dieses Current Health, und zwar einfach rausziehen. Kleiner gleich, das ist less equal, so eine Klammer einfach und dann less equal. Wenn das Ganze halt kleiner gleich 0 ist, dann wollen wir was Bestimmtes machen. Das verbinde ich hier mal, den Branch. Wenn das Ganze halt true ist, dann hat der Spielercharakter keine Hitpoints mehr. Dann kommt so ein Death-Event, also so ein Spielertod. Und dann muss er sich entscheiden, ob er neu respawnen will oder nicht. Sowas in der Art. Hierzu gehen wir hin und machen ein neues Custom-Event. Das Ganze darf dann in so einem, in der Elternklasse sein, weil das kann ja vererbt werden. Hierzu nehmen wir unsere Character Base, und zwar von dem Ordner Character Base, die Klasse. Wir haben die BP Charakter Basis hier genannt. Kann entweder direkt hier rein oder wir gehen in unseren Content Browser, gehen dann eine Ebene nach oben und zwar zu Basisklassen. Hier haben wir unseren BP Charakter Basis, den ich öffne. Die Sachen kann man einmal löschen. Und hier unser Custom Event dann erstellen in der Elternklasse, die dann halt vererbt wird an die Kindklassen. Add Custom Event. Den nenne ich einfach das. Das Ganze wird auf dem Server laufen. Das heißt Run on Server. Reliable. Ja, der Grund ist halt, dass wir auch bei den Kind-Elementen sowas wie bei einem Gegner NPC das gleiche nutzen können. Sowohl beim Spieler als auch bei dem Gegner. Dieses Event. Das wird halt nach unten runter vererbt. Und zwar zu denen, die das dann erben. Und die unteren Instanzen, so dieser Beeper Hero Charakter oder jetzt der NPC, die können das dann später einfach überschreiben, so wie es denen halt gefällt. Hier können wir das einfach dann aufrufen. Das Ganze heißt Event Dev und der erbt auch die Eigenschaften, dass er entsprechend hier auf dem Server läuft und reliable ist. Und wir können das Ganze hier einfach verwenden dann in unserem BP Hero Charakter, der das dann von BP Charakter Basis geerbt hat. Ich denke, das macht dann etwas Sinn. Wenn das Ganze hier bei uns jetzt true ist, an der Stelle, dann können wir das einfach aufrufen. Call Function Death. Das Ganze läuft dann auch auf dem Server. Wie man hier sieht, Reliable, Applicated to Server. Wenn wir das Ganze jetzt doppelklicken, dann bringt er uns zu dem BP Charakter Basis. Das soll ich an der Stelle nicht verkomplizieren. Wir wollen das hier weiterführen. Und zwar, der wird das hier auch aufrufen. Und zwar hier einfach weitermachen. So überschreiben wir halt das Event, das dort aufgerufen wird, in der BP Hero Charakter. Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in dieser Hauptfunktion, und zwar bei der Elternklasse, wir haben hier irgendwelche Funktionalitäten, sowas wie PrintString und irgendwas anderes noch, sowas wie eine Play-Montage. Und das Ganze läuft halt so weiter, wird vererbt,
halt, ne, an die Kindklassen. Wir wollen jetzt halt sowas wie ja, die Funktionalitäten übernehmen von der Elternklasse und diese erweitern mit eigenen Funktionalitäten. Da können wir einfach hingehen, weil sonst würde es einfach überschreiben, was wir vorher hatten. Damit die Funktionalität von der Elternklasse auch ausgeführt wird, werden wir einfach hier hingehen können und dann Rechtsklick und dann Add Call to Parent Funktion und die holen wir uns dann und können im Grunde die Funktionalität von der Elternklasse so aufrufen. Das heißt, ne, erst die Elternklassenfunktionalität und dann der neue Logikteil, den wir hier dann einfach in der Kindklasse noch dazufügen wollen. Das Ganze hier heißt ja, Parent und der spielt dann die Funktion des. Das heißt, der wird das, was wir hier haben, in der Elternklasse BP Charakter Basis, das hier im Grunde ausführen. Und alles, was danach kommt, da können wir unsere weiteren Funktionalitäten hier in der Kindklasse auch noch erweitern. So kann man das Ganze auch mixen mit Elternklasse und Kindklasse. Das ist einmal zum Verständnis, wie das Ganze geht. Und wenn wir das hier machen, dann überschreiben wir das einfach, wenn wir die Parent-Funktionalität nicht holen. In unserem Fall werde ich das hier einmal löschen. Und wir werden uns einfach dem bedienen, dass wir das hier erstellt haben, entsprechend auch on Server Reliable. Das wird weitervererbt, einfach zu der Kindklasse. Und hier können wir das entsprechend einfach überschreiben und hier unsere Logik implementieren. Jetzt in dem Fall für den BP Hero Charakter. Das Ganze dient erstmal so der Veranschaulichung und dass wir das Event schon mal haben. Wir gehen dann weiter und werden das ein anderes Mal weiter implementieren. Wir werden jetzt etwas mit dem Player Controller hier an der Stelle machen. Das heißt, unsere Des-Logik ist schon mal vorbereitet für später. Wir wollen halt sowas wie Stats auch als Balken sehen oder als ja, einfach eine GUI, wo wir das Ganze auch über den Player Controller managen und dokumentieren für den Spieler auf dem Bildschirm. Hierzu gehen wir einmal in den Source Controller. Hierzu gehen wir in unseren Main Basisklassen und holen uns unseren BP Source Controller. Da wollen wir uns in die Class Settings und unser Interface hier holen, im Source Controller, int BP Source Controller. Hier machen wir uns eine neue Funktion, add function, update health UI, unsere GUI. Die Funktion bekommt halt einen Input. Das wird ein Float sein, new health, kompilieren und speichern das. Im Spieler-Controller, also dem Source-Controller, da rufen wir das dann einmal auf. Einfach unser Update Health UI. Sorry, das muss ein Event sein. Ich habe das falsch ausgewählt. Also Event. Add Event, Event Update Health UI. Das brauchen wir hier an der Stelle. Und hier an der Stelle machen wir ja ähnliches wie hier oben schon, ne, mit Custom Event. Das Ganze läuft ja auf dem Client. Das heißt, wir brauchen hier ja wieder so ein Custom Event mit Client. Add Custom Event. Client-Update Health UI. Das Ganze hat auch einen Input, das vom Typ Float ist, eine Gleitkommazahl. Einfach Health. Wichtig ist, dass das Ganze hier Replicate ist, Run on Opening Client ist, auf Client-Seite und Reliable ist. Danach holen wir uns einfach die Funktion. Und zwar Client Update Health UI und verbinden das Ganze. Und anschließend bei unserer Player UI, ne, da können wir im Grunde sowas ähnliches wie so eine Health Bar, also sowas wie eine Hitbox-Anzeige als Balken, können wir dann entsprechend updaten, wenn wir sowas haben. Das Ganze, wie wir ja so einen Balken gestalten in der GUI vom Spieler, das machen wir einfach im nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dann.